Wenn auch du eine amerikanische LLC gründen willst, dann führt an der amerikanischen Steuernummer, auch EIN genannt, kein Weg vorbei. Wie man diese beantragt, was Herausforderungen hinsichtlich des Antrages sind, das will ich dir in diesem Video im Detail erklären. Wie du jetzt gleich in diesem Video sehen wirst, kennen wir wirklich alle Details dieses EIN-Prozesses, und so ist es natürlich auch mit allen anderen Themen rund um die amerikanische LLC. Wir gründen seit 2008 LLCs für Mandanten. Ich selbst lebe seit 2008 in den USA. Und wenn auch du mal so einen richtigen Deep Dive in das Thema LLC machen willst, wie man diese als Auswanderer steueroptimiert, aber rechtssicher einsetzt, dann komm nach Edinburgh zu unseren LLC Masterclasses, die wir dort regelmäßig veranstalten. Alle Details auf unserer Webseite nullsteuer.llc. Das Ganze geht 1,5 Tage und danach kennst du dich wirklich hervorragend mit der LLC aus. Und das Allerbeste ist, dass jeder zahlende Teilnehmer von uns eine LLC geschenkt bekommt, inklusive der einjährigen Betreuung im Wert von insgesamt 2.500 US-Dollar. Ich würde mich freuen, dich in Schottland bei unserer LLC Braveheart Masterclass begrüßen zu dürfen und dir veranschaulichen zu können, warum die LLC das Nummer 1 Tool ist für alle Unternehmer und Freiberufler, denen ihre Freiheit am Herzen liegt. Kommen wir nun aber zur Beantragung der EIN. Für was steht überhaupt der Begriff EIN? Nun, er steht für Employer Identification Number oder eben auch auf Deutsch schlicht Steuernummer. Der Begriff ist leicht in die Irre führend. Er impliziert irgendwie, dass man hier Arbeitgeber ist, dass man vielleicht Lohnbuchhaltung betreiben muss. Das ist aber komplett falsch. EIN ist einfach eine Steuernummer für Unternehmen der amerikanischen Steuerbehörde IRS. Jedes Unternehmen, egal ob LLC, Corporation oder auch Einzelunternehmen, muss eine solche Steuernummer beantragen. Du wirst in den USA sehen, dass ohne diese Steuernummer relativ wenig geht. Zum Beispiel kannst du kein Konto in den USA eröffnen, wenn du nicht eine solche Steuernummer hast. Sie ist also zentral und extrem wichtig für jeden LLC-Unternehmer. Die Gründung der LLC ist ja bekanntlich schnell erledigt. Dort gibt es kein Registergericht, keinen Notartermin. Wir tragen deine LLC direkt beim Secretary of State hier bei deinem gewünschten Bundesstaat ein. Und 2 bis 10 Tage später, abhängig vom Bundesstaat, ist die Firma gegründet und ist dann auch schon rechtsfähig. Du kannst zum Beispiel Verträge mit der Firma etc. dann abschließen. Aber eben ein Bankkonto bekommt man für die Firma ohne die Steuernummer noch nicht. Und daher ist natürlich die Firma nicht wirklich einsetzbar. Wir beantragen die Steuernummer für dich. Hier gibt es 2 grundsätzliche Methoden. Wenn du über eine amerikanische SSN, also Social Security Number, oder eine ITIN, eine amerikanische Steuernummer für natürliche Personen, verfügst, dann können wir deine EIN online beantragen. Das ist die mit Abstand beste Lösung. Das dauert 1 Tag und dann hast du die Steuernummer für deine LLC. Da natürlich die meisten unserer Mandanten aber keine amerikanische Steuernummer haben, keine persönliche amerikanische Steuernummer, müssen wir die EIN beantragen über ein Formular, das heißt SS4. Und dieses Formular muss dann, ja, du hörst richtig, gefaxt werden. Wir faxen dieses Formular dann an die IRS. Ich weiß, das ist eine Methode aus dem letzten Jahrhundert. Schauen wir uns einmal das SS4-Formular näher an. Also wenn du keine Social hast, füllen wir dieses Formular hier für dich aus und schicken es dir zur Unterschrift. Du musst es dann unterschreiben und uns zurückschicken. Wir faxen es an die IRS. Das Formular ist 1 Seite lang. Hier kommen die Daten zu deiner LLC rein, die Adresse und so weiter. Das bekommst du ja alles von uns. Hier ist dein Name, du bist die Responsible Party. Hier kommt dann entweder rein Foreign oder eben eine Kombination von Nullen. Weitere Informationen zur LLC, was die LLC so macht, in welchem Bundesstaat sie registriert ist. Und dann würdest du hier unterschreiben. Dieses SS4-Formular schicken wir dann an die IRS und dann heißt es warten, leider. Warten, genau. Im besten Fall wird die EIN ausgestellt in 7 bis 10 Tagen. Sie kommt dann per Post an unser Büro in Austin, Texas. Wir scannen sie für dich ein und leiten sie an dich weiter. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, dass es vielfach auch deutlich länger geht, manchmal sogar 4 Wochen, bis diese EIN bearbeitet wurde. Da gibt es auch ehrlich gesagt keinen Weg, das zu beschleunigen. Früher konnten wir dort einfach anrufen.
Heute geht das nicht mehr. Heute können wir nur noch anrufen, wenn wir Steuernummern beantragen für ausländische Unternehmen. Also wenn du zum Beispiel eine GmbH hast in Deutschland und die braucht eine amerikanische Steuernummer, dann können wir das Ganze telefonisch machen. Ansonsten bei amerikanischen Firmen gibt es leider keine Möglichkeit für uns, das Ganze hier über das Telefon zu erledigen. Es hängt dann zum Beispiel auch vom Monat ab, wann du die EIN beantragst, wie lange es dauert. Zum Beispiel sind Januar und Februar stets ziemlich langsam, weil dann eben im Dezember die Jahresendprozesse bei der IRS laufen und dann gibt es einen Backlog, der muss dann aufgearbeitet werden im Januar und Februar. Im März wird es dann wieder normal schnell. Dann sind natürlich auch so Dinge wie Personalabbau, was ja jetzt auch gerade Trump sehr stark betrieben hat, ein Faktor, warum das Ganze tatsächlich manchmal länger dauert. Wir können auf Wunsch nach 3 Wochen einen neuen Antrag einreichen. Und wenn du möchtest, kannst du auch bei der IRS anrufen. Also wie gesagt, du kannst dort anrufen. Wir können es leider nicht machen. Du kannst dort anrufen und nach dem Status fragen. Du musst dir dann allerdings mehrere Stunden Zeit nehmen, denn du hängst dort Ewigkeiten in der Warteschleife. Wir können dir ein Skript für den Anruf geben und wenn du Glück hast, wird dir die IAN über das Telefon dann übermittelt und der Brief wird dann gefaxt an unsere Faxnummer, weil es ist eben der Brief, den du brauchst, um dann zum Beispiel ein Konto zu eröffnen. Ansonsten gibt es hier leider keine Möglichkeit, diesen Antrag irgendwie zu beschleunigen. Tatsächlich gibt es natürlich immer wieder Anbieter, die sagen, dass sie dir diese EIN hier in Blitzeseile beschaffen können. Darunter viele auf der Plattform Fiverr. Ich habe mal hier so ein Angebot aufgemacht. Hier heißt es schon in der URL, dass man auch für Non-US-Citizens hier die EIN beschaffen kann. Und dann siehst du, hier gibt es sehr verlockende Angebote für sage und schreibe $35. I will get you your EIN confirmation letter from IRS within 24 hours. Saqib Ali in Pakistan sagt, er kann es innerhalb von 24 Stunden machen. Ich kenne die meisten Anbieter auf Fiverr, die einen solchen Service anbieten. Wenn du diese Anbieter dann kontaktierst, stellst du relativ schnell wieder fest, dass diese sehr kurzen Bearbeitungszeiten von 24 Stunden nur möglich sind, wenn du eben eine SSN oder eine ITIN hast. Das stimmt natürlich, dann können wir es auch machen, aber andere Wege gibt es nicht. Schneller sind auch diese Anbieter auf Fiverr und sonstigen Plattformen nicht. Wenn dir jemand einen schnelleren Weg anbietet, dann ist das in der Regel nicht realistisch oder eben einfach nur eine Verkaufsmasche. Übrigens, wenn du einen schnelleren Weg weißt oder schon mal hier in sehr kurzer Zeit eine EIN beschafft hast in den letzten Jahren, ich rede jetzt nicht vor 5 Jahren, sondern in den letzten 12 Monaten, und hast keine SSN und ITIN, dann würde uns das natürlich interessieren. Hinterlass uns doch einen Kommentar und teile deine Weisheit. Es wäre für uns und für alle anderen, die sich dieses Video anschauen, natürlich sehr interessant. Aber realistischerweise muss man sagen, man kann damit rechnen, dass diese EIN eine gewisse Zeit braucht. Wenn du Glück hast, 10 Tage, aber es kann eben auch mal deutlich länger gehen. Wenn dann jedenfalls die EIN ausgestellt wird, dann wirst du folgenden Brief erhalten. Und das ist der gleiche Brief, egal ob man jetzt online die EIN beantragen kann für dich, weil du eben eine Social hast oder eine ITIN oder ob der per Post kommt. Hier steht also der Name der Firma, hier steht dein eigener Name drin, die Adresse und dann wird entsprechend hier die EIN dann aufgeführt und hier eben steht sie auch nochmal drin. Und das ist dann genau das Schreiben, das du dann den Banken per E-Mail schicken musst, beziehungsweise Stripe, wenn du dort ein Konto eröffnest oder irgendwelchen anderen Anbietern. So, und das ist ab dann die Steuernummer der LLC. Diese wird dann universal verwendet, um sich gegenüber der Steuerbehörde hier letztlich zu identifizieren. Seitens der LLC, wenn dort also die jährliche Meldung eingereicht wird, 5472 in Kombination mit dem 1120, dann wird auch dort diese Steuernummer verwendet. Eine Steuerpflicht ergibt sich aus der Steuernummer natürlich nicht. Du musst also keine Steuern zahlen. Diese LLCs, die wir hier beschreiben, die keine Betriebsstätte haben in den USA und eben nur einen Member haben, sind ja sogenannte Disregarded Entity. Es wird also keine Steuer in den USA fällig. Wenn auch du Fragen hast rund um das Thema LLC und Steuern, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Seit 2008 helfen wir Mandanten dabei, Unternehmen in den USA zu gründen und natürlich auch Mandanten in die USA umzuziehen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit.
Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.